Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und im heutigen Video beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Zugängen, wenn man Instrumente baut oder restauriert. Mehr davon, wie immer, nach dem Intro. Tobias, jetzt warst du dran. Na, Tobias, da lassen wir die weg, weil mit denen willst du nicht viel zu tun haben. Nein, in dem Fall, da muss er durch. Es gibt Kollegen oder Kolleginnen, die bieten eine besondere Dienstleistung an auf dem Sektor Streichinstrumente, möglicherweise auch noch bei anderen Instrumenten. Und zwar reden wir da davon, dass man, wenn man ein Instrument sieht, wo am Lack lauter so kleine Piekser drinnen sind vom Nadeln, mir dann die Kunden gesagt haben, ja, sie waren dort und dort, das habe ich euch unten alles verlinkt. Ja? Und wir verdienen natürlich kräftig mit, wenn ihr dann von uns kommt und dort hingeht und das machen lasst, obwohl ich selber nicht so empfehlen kann. Ich bin jetzt auch restlos davon überzeugt. Also, es geht um Akupunktur bei Streichinstrumenten. Das heißt, es sind dann im Lack wirklich so Nadelstiche drinnen. Und meine erste Frage, wie ich das erste Mal gehört habe oder gesehen habe und dann nachgefragt habe, das hat schon besser gelungen. Also ich bin immer wieder erstaunt, was man sich alles einreden kann, wenn man richtig zugeschickt ist, esoterisch. Ja? Dass Akupunktur bei Menschen, bei Tieren, also bei lebenden Lebewesen funktioniert, da bin ich restlos davon überzeugt. Also, obwohl ich einfach ein Handwerker am Land bin, so deppert bin ich auch nicht, wie ich ausschaue. Ja? Auf der anderen Seite, ich habe schon ein paar Mal umgeschnitten und wenn die umgeschnitten sind, sind die einfach tot. Und zwar mausetot. Der hat kein Heimweh, der ist mausetot. Da kann ich mit Nadeln reinfahren, wie ich will, da wird nichts sein. Ja? Man kann es also nur einreden. Ein kleines bisschen von dem machen wir ja auch. Und zwar, wir haben bei Instrumenten am Boden und Deckel auch immer zwei so Löcher drinnen. Und das sind jetzt so, ich sag so quasi Akupunkturnadeln. Ja? Das steckt man rein. Nur brauchen es wir nicht, damit das Instrument vielleicht besser klingt, sondern das sind sogenannte Zuleimhilfen, wo dann ein Holzstift da reinkommt. Weil wenn man am Boden oder einen Deckel runternehmen muss, dann findet man sich da auch wieder sehr leicht zurecht mit diesem Holzstift, die im Ober- und Unterklotz einfach verankert sind. Wenn es vom Kopf her dann besser klingt, dann war es halt mehr der Effekt, den der Kopf macht und nicht die Behandlung selber. Ich halte das für Scharlatanerei bis zum Gehtnimmer, ja, aber es ist unglaublich, was es gibt. Ja. Wenn ihr euch da fangen habt vom Lachen oder wenn ihr zu der anderen Kategorie gehört, die sagen, das lasse ich jetzt bei meinem Instrument auch machen, weil ich brauche keine Heranstellen mehr zuleimen. Beim Ries vertraue ich auf die Selbstheilungskräfte, so wie es bei einem Automotor auch ist. Wenn der einen Anreiber hat, da braucht man nur fest dran glauben, das wird alles wieder anders. Sagt einmal oder schreibt einmal, was ihr so davon haltet. Ja? Und wir werden dann den esoterischsten unter den Kommentaren irgendwie ein bisschen küren und hervorheben. Ja? Also, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, wenn ihr Lust habt. Ja, pfiat euch. Alter Vater, nach dem Video schaltet keiner mehr ein. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video Na, du musst mit mehr Spaß rangehen, nicht so ernst. bist ruhig. Kannst du sagen, da spannen wir dann so eine Alu-Verbindung, dass sie die energetisch irgendwie... Ich überlege gerade, ob es mir für heute schon gelangt. Jetzt komm. Du willst ja unbedingt die Akupunktur auch noch unterrichten. Es soll ja den einen oder anderen Kollegen geben, der sowas macht. Kollege oder Kollegin oder divers. Na, das fangen wir nicht an. Die Links haben wir euch auch unten in die Beschreibung gepackt. Ja, wir verdienen natürlich kräftig mit. Ja, ist ein super Geschäft, bitte. Aber sagt es nicht, dass von mir kommt, weil das schaut mein Ruf. Wer von uns zwei schaut angestrengt da rein? Ja, wahrscheinlich du, weil für mich ist das alles voll easy. Du schaust rein wie der gestörter Hund. Zuerst Unruhe stiften, frech sein, Unfug machen und dann reinschauen, wie er der Tollste ist. Ja, aber bissen habe ich die heute noch nicht, also.
Oh, danke. Noch. Und alle, die bei einem Benutzernamen jetzt um 2x10 erhöht haben, die sind natürlich gerne von Wein einmal geheim eingeladen und so. Ja, Alter, sind wir fertig, oder? Ja. Wie heißt es immer so schön? It's a rap. Na, Kühlschrank einschalten.